Und nun ist mir Susanne Schröter aus Frankfurt am Main zugeschaltet, Islamwissenschaftlerin. Frau Schröter, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Droste. Ich vermute, nicht alle unserer Zuschauer haben schon mal was gehört von der Ahmadiyya-Gemeinde hier in Deutschland. Die halten sich ja an das Grundgesetz, sind quasi auch fast den Kirchen gleichgestellt, aber so richtig liberal inhaltlich ausgerichtet sind sie ja nicht, oder? Nein, Sie sind absolut nicht liberal und das behaupten Sie auch nicht. Das ist aber der Ruf, der Ihnen vorauseilt. Sie seien sozusagen die Muslime, die sich am besten integriert haben. Das liegt daran, dass Sie eine sehr, sehr gute Öffentlichkeitsarbeit machen. Also Ihre PR ist wirklich gut organisiert, ist vorbildlich. Und das liegt auch daran, dass Sie sehr, sehr straff organisiert sind. Also Sie können in allen Gemeinden, in denen Sie leben, können Sie ein einheitliches Bild vermitteln. Und darum geht es Ihnen auch. Aber letztendlich sind Sie eine sehr, sehr rigide, orthodoxe muslimische Gemeinschaft, die einem Kalifen folgen. Der Kalif sitzt in London und sein Wort ist Gesetz. Ja? Er hat beispielsweise für Deutschland verfügt, dass 100 Moscheen gebaut werden müssen, egal ob es einen Bedarf gibt, egal ob die örtliche Bevölkerung dagegen ist. Das wird gnadenlos durchgezogen. Und das muss man eben auch wissen. Auch die Mitglieder reden eigentlich alle das Gleiche. Also sie sind sehr stark angewiesen, dass da keiner aus dem Glied schert. Wir sind verwandtschaftlich sehr stark organisiert. Das heißt, die jungen Leute werden innerhalb der Ahmadiyya verheiratet, haben auch alle dem Kalifen Gehorsam zu leisten. Und das tun sie auch. Ja? Also diejenigen, die es nicht machen, werden scharf sanktioniert. Es gab mehrere Ehrenmorde auch schon in der Ahmadiyya bei jungen Frauen, die ausgeschert sind. Das sind die Schattenseiten. Weitere Schattenseiten sind ein Verhältnis zu Israel, das man nur als außerordentlich problematisch bezeichnen kann, und der unbedingte Missionsanspruch. Aber wenn man sich so ein Treffen anschaut, und ich war vor Jahren auch schon mal 2 Tage bei einem solchen Treffen, dann ist man erstmal beeindruckt, weil alles perfekt organisiert ist. Also das können sie, das sind sozusagen die Preußen unter den Muslimen. Und damit punkten sie natürlich auch nach außen. Also alles funktioniert, da gibt es keine Pannen, alles ist streng geschlechtergetrennt. Die Frauen sind in dem einen Bereich, die Männer im anderen Bereich, alle haben ihre eigenen Ordner. Und wer dorthin geht, wird begleitet, ja, und zwar jede Sekunde, wo man sich dort aufhält. Und es wird einem alles erklärt, natürlich die Sichtweise der Ahmadiyya. Und, aber was doch interessant ist, also das ist meine Erfahrung, als ich eben dann auch über Nacht dort war, dann kann man irgendwann auch noch mal off the records mit Leuten sprechen und sieht, dass sie nicht so gleichgeschaltet sind, wie man es eigentlich denkt. Also es gibt arrangierte Ehen, Ehrenmorde haben Sie angesprochen, auch, glaube ich, an die Scharia hält man sich. Insofern ist ja schon die Frage, wie klappt Absolut. das denn dann mit der Integration in der Bevölkerung? Ich meine, wir haben in den letzten Monaten, spätestens seit dem Angriff des 7. Oktober, seit dem Terroranschlag der Hamas in Israel, haben wir in Deutschland sehr viel diskutiert über Antisemitismus, der ja auch nicht selten aus der muslimischen Ecke kommt. Wie ist man denn da in der Ahmadiyya-Gemeinde aufgestellt? Ist das auch ein Problem? Naja, also da hält man sich häufig bedeckt. Der Kalif selbst hat aufgerufen, dass Deutschland die unbedingte Solidarität mit Israel aufkündigt. Die werben für einen Waffenstillstand. Aber wenn man das mal genau anschaut, also ich habe nach dem Massaker der Hamas einen Disput mit einem Imam gehabt, der wirklich extrem antisemitische Posts auf Facebook hinterlassen hat, und habe neulich auch wieder eine Diskussion gehabt. Also man steht sehr eindeutig auf Seiten der Palästinenser, und die Haltung, dass Israel grundsätzlich nicht legitim ist, die scheint mir doch ja, immer mehr durchzuscheinen. Sagt Susanne Schröter. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Ja, gerne.